Servus. Ich sitze gerade in einer Schubkarre. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg in die Tauchbasis und holen unser Tauchequipment. Sprich, wir packen alles. Das hängt dann noch zum Trocknen seit 2 Tagen, weil heute ist ja unser letzter Tag. Morgen ist Abreise. Endlich geht es wieder auf eine andere Insel. Und ja, da hier der Boden sandig ist, ist es natürlich leichter, man holt das Zeug mit so einer Schubkarre, da das ja doch relativ schwer ist. Hier in den beiden Netztaschen ist jetzt alles drinnen. Also Atemregler, der kommt dann in der Unterkunft nochmal in eine separate Tasche, damit der besser geschützt ist. Jacket, dann hier drunter Anzug, Schuhe und kleine Socken zur Blasenvermeidung an den Füßen und kleine Sachen wie Boje, Bikini, mein geliebter Poncho und die Flossen kommen nach oben drauf und da sind die Masken drinnen. Maske und Ersatzmaske. Genau. So, deswegen die Schubkarre, weil die Taschen echt schwer sind und schlecht zum Tragen. Oh, es ist leicht. Echt? Leichter als ich? Es ist keine Frage. Boah. So, und jetzt muss der ganze Mist aber noch hoch. Unser Tauchequipment haben wir jetzt hochgebracht und jetzt geht es im Zimmer weiter. Es schaut nämlich ziemlich aus bei uns. Ja, und das muss jetzt alles wieder in die Koffer. Starten tun wir jetzt mit dem Kameraequipment. Das ist nämlich zwar der kleinste Koffer, aber am meisten oder mit am meisten Aufwand, da alles an Kameraequipment hier reingestapelt werden muss wie Tetris und aber trotzdem gut verpackt, damit nichts kaputt geht. Erstmal alles wieder in die Einzelteile auseinanderbauen. Dann kann man es leichter verstauen. Geht zu. Yes. Perfekt. Koffer Nummer 1 fertig. Das schaut doch jetzt schon mal besser aus. Beide Koffer sind exakt bei 30 Kilo. Das wäre jetzt auch für den Rückflug theoretisch erlaubt. Der hier hat allerdings 10 anstelle von 8 Erlaubten. Sprich, wenn es jetzt heimgehen würde, dann wären wir knapp drüber. Aber es ist okay. Genau, und hier ist jetzt, schaut schon leerer aus. Let's go! Endlich.
Ja, wie man sehen kann, wir sind jetzt in Male. War ein wilder Ritt, 40 Minuten mit dem Boot. Und jetzt treffen wir uns erstmal mit dem Paco. Das ist ein Freund von uns, den haben wir jetzt letztes Jahr gesehen. Der arbeitet auch gerade auf den Malediven und konnte heute seinen freien Tag einrichten, dass er auch nach Male kommt. Wir freuen uns schon mega. Genau, und dann um 16:30 Uhr geht es weiter auf die nächste Insel nach Ukulas dann. So, jetzt bringen wir noch kurz unsere Koffer weg, damit die uns den Tag nicht nerven. Und dann ja, können wir endlich ankommen ein bisschen. So, keine Ahnung, ob man gerade was versteht. Wir laufen gerade durch Male durch, weil der Paco was sucht. Also der muss in einem Laden was abholen und den Laden suchen wir jetzt gerade. Wir blenden mal ein paar Eindrücke ein von Male. Was ist das denn jetzt mitten in der Stadt? Oh, it smells so good. Yeah, it smells like Chichange. Ja, Male ist einfach echt eine Großstadtinsel quasi. Hier gibt es echt nichts, also nichts Schönes, und Paco meinte auch, wenn man nichts zu tun hat hier, dann braucht man auch nichts her. Hier kommt quasi alles mit den Booten an, alles an Verpflegung, und deswegen sind hier dann auch die ganzen Shops. Das sind jetzt alles Fischerboote, sprich damit fahren die raus, holen den Thunfisch, und hier ist dann die Fischmarkt, der Fischmarkt, genau. Wir fahren jetzt mit dem Taxi nach Male. Das ist die Flughafeninsel, aber hinterm Flughafen gibt es auch noch anscheinend schöne Läden, Restaurants, wie auch immer. Wir suchen jetzt was zum Mittagessen. Das schaut doch schon ein bisschen anders aus. So, für uns gab es gerade Mittagessen, Burger, mega geil. Richtig geil. Endlich mal wieder was anderes als Reis und Nudeln.
Ja, und jetzt geht es zurück nach Male mit dem Taxi, also auf die Hauptinsel quasi wieder, weil von da aus geht es dann weiter mit dem Boot nach Upulas. Dauert circa 1,5 Stunden oder so. Halbe Stunde erst nach Rastur, das ist nebenan eine Insel, und dann weiter nach Upulas. Genau, müssen wir umsteigen? Nee, okay, das ist quasi nur ein Zwischenstopp, aber dauert. Ja, hier ist der Mades-Shop, total unscheinbar. Und auch der Hauptsitz von der Firma, bei der wir arbeiten. Da haben wir jetzt unser Gepäck untergestellt gehabt, den Tag über. Bye bye Male. Auf geht's. Male nach Upulas. War jetzt doch echt laut und echt laut. Lang. Lang und laut. Ja, und jetzt haben wir es endlich geschafft. So, jetzt sind wir endlich auch in der Unterkunft. Das ist unser Zimmer, also wir sind in so einem Gasthaus. Das ist unser Zimmer für die nächsten 2,5 Wochen. Hallo? Ja. Auch mit einem separaten Bad für uns mit ein paar Duschhennen. Falls die Dame sich mal wieder nicht entscheidet. 4. Und jetzt gehen wir Abendessen und kaufen uns noch was fürs Frühstück morgen früh ein. Genau, um 7 Uhr geht's los zum Tauchen, erstmal mit 2 Spaßtauchgängen hier. Und Nachmittag geht's dann los mit ein bisschen organisatorischem Kram für den ITC, also dem Instructor-Kurs. Für die, die es noch nicht wissen, wir machen ja hier den Instructor-Kurs, dass wir quasi Tauchlehrer werden. Und genau. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tada! Bis dann, servus.